Das Wetter war die nächsten 3 Tage wirklich so schlecht wie vorhergesagt und wir haben die Zeit genutzt und die Route nochmal ein bisschen umgeplant. Trotz relativ viel Restfeuchte sind wir dann am 30. Juni wieder auf dem Untersberg auf und zu einem neuen Versuch gestartet. Und wie fühlt man sich das erste Mal an der Basis? Wie man sieht, hinter mir schaut es nicht besonders toll aus. Schaut vorne auch nicht besonders gut aus. Genau. Also wir warten jetzt eigentlich, bis der Nebel ein bisschen aufhört. Hoffentlich. Haben uns als Entscheidungspunkt 2 Uhr gesetzt. Also wenn es bis 2 Uhr nicht besser ausschaut, gehen wir die Richtung einfach quer drüber über das Massiv und machen einen Abgleiter und sind dann hoffentlich am Tagesziel. Und ja. Natürlich war um 2 das Wetter auch noch immer nicht besser und deswegen sind wir nachher zu Fuß Richtung Süden übers Untersbergmassiv. Das Untersbergmassiv muss man sich prinzipiell so vorstellen, da gibt es Steiner und Latschen. Dementsprechend herausfordernd ist es, dass man einen Startplatz da oben findet. Da es an dem Tag auch noch ordentlich Westwind gehabt hat, hat das die ganze Sache natürlich auch nicht einfacher gemacht. Und du glaubst, das geht? Puh. Ich glaube, ich habe gerade die dümmste Aktion in meiner gesamten Pilotenkarriere gemacht. Der Start war weit weg von sauber. Es war irgendwo im Lee. Ja, es war schon klar, dass der Wind vom Berg runterkommt, aber der Thomas muss ja trotzdem starten. Bin dann irgendwie aussee, an 2, 3 Barmer niedrig vorbei, immer wieder durchpendelt. Ja, war arsch knapp, also man kann nicht sagen, dass das nur unter Kontrolle war. Ich bin gerade vom Untersberg da runtergekommen. Der Papa hat jetzt, du rennst runter und dann irgendwann geht das halt schon auf. Ja, genau. Der Dani ist zum Glück noch oben, also ich hoffe, der hat das gesehen und startet dann immer aus, weil es ist echt extrem gefährlich. Also eigentlich selbst mal Kommando. Ja, bin jetzt dann schlussendlich da irgendwo hinter Berchtesgaden. Hätte jetzt noch 10 Kilometer bis ins Wimbachtal, bis zum Tagesziel. Das heißt, ich gehe jetzt nur ein Stückerl, werde dort zetteln und dann keine Ahnung. Also, aktuell schaut es so aus, dass der Dom gestern geschafft hat zu starten und jetzt im Tal ist. Am Anfang vom Wiesbachtal. Ich habe das nach 2 Stunden Verzweiflung nicht zusammengebracht. Ich glaube, wir sind irgendwo in einem Rotor gestartet und ich habe es einfach nicht geschafft. Resultat davon für mich ist, dass mein gesamtes Gewand von den Startversuchen mit Gurtzeug und Schirm einen Hügel raufrennen einfach durchgeschwitzt nass sind. Ich habe im Störhaus da in der Hütte geschlafen. Und jetzt gehe ich nochmal zurück auf den Berchtesgadener Hochthron in der Hoffnung, dass ich da abgleiten kann und mir zumindest den Abstieg zu Fuß spare. Berchtesgadener Hochthron wieder verworfen, weil zu viel Wind. Man fliegt da über ein ziemlich langes Plateau aus, ziemlich unwegsam. Wenn man zu niedrig kommt, ist man im Lee vorn vom Grat. Sollte man drüber kommen, ist man im engen Tal. Und es sind einfach zu viele Probleme. Und wir haben mit dem ausgemacht, dass er einfach weitergeht nach Plan. Dass ich schaue,
dass ich so gut wie möglich aufschließen kann. Und dann schauen wir, dass wir wieder gemeinsam weiterkommen. Es geht eigentlich ziemlich gut voran, es ist schön bergab, es ist ein extrem schöner Trail. Frustrierend, dass es noch nicht geflogen ist, aber was soll's. Ist gar nicht so furchtbar eigentlich. Der Tag ist auch schön, Zeug wird trocknen. Alles grün. Der Dani ist am Weg Richtung Salzburg im Bus. Ich sitze da irgendwo im Wimbachtal, gehe jetzt zur Wimbach-Krieshütte mal Mittagessen und sollte mir dann heute noch nach Saalfelden durchschlagen. Leider habe ich vom Wirten dann gefragt, dass es den Weg im Pinzgau um mich nicht mehr gibt. Und so hab dann auch ich wohl oder übel umdrehen müssen. Aber, wie heißt es so schön, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Und beim Essen habe ich nachher den Thomas kennengelernt, der mir zum Glück eine Mitfahrgelegenheit Richtung Salzburg angeboten hat. Wir sind dann also gemeinsam wieder raus aus dem Wimbachtal und ich habe im Winter nachher die Mitfahrgelegenheit gegen eine Mitfluggelegenheit eingetauscht. Oder so geht's auch. Oder so. Das ist jetzt voll schnell gegangen, das habe ich mir gar nicht drauf einstellen können. Sehr geil. Einfach nur geil. Ich bin gerade nur immer so geflasht. Danke nochmal. Perfekt.